Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den stillen Archiven der Weltgeschichte, zwischen den bekannten Seiten heiliger Schriften, liegt ein Schatten. Ein Text, der einst von Propheten und Aposteln gelesen, dann aber über Jahrtausende hinweg aus dem Kanon verbannt wurde. Es ist eine Schrift, die von gefallenen Engeln, von Reisen durch die Himmel und von einem Wissen erzählt, das für die Menschheit vielleicht nie bestimmt war. Wir begeben uns heute Nacht auf die Spuren des Buches Henoch, des vielleicht einflussreichsten Textes, der nie offiziell Teil der Bibel wurde. Guten Abend. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie den Echos einer fernen Vergangenheit. In den stillen Korridoren der Geschichte, zwischen den festen Säulen kanonischer Schriften, gibt es Flüstern. Es sind die Stimmen von Texten, die einst laut und deutlich sprachen, die das Denken von Generationen prägten, aber im Laufe der Zeit verstummten oder an den Rand gedrängt wurden. Diese Schriften, oft als Apokryphen oder Pseudepigraphen bezeichnet, sind keine einfachen Fälschungen oder vergessene Märchen. Sie sind die literarischen Fossilien einer unglaublich dynamischen und vielfältigen spirituellen Welt, der Welt des Judentums, des Zweiten Tempels, aus der sowohl das rabbinische Judentum als auch das Christentum hervorgingen. Einer der kraftvollsten und rätselhaftesten dieser Texte ist das Henoch-Buch. Für viele ist der Name unbekannt, ein obskurer Titel, der vielleicht in einer Fußnote auftaucht. Doch für die Menschen, die vor 2000 Jahren lebten, war dieses Buch eine Offenbarung. Es war ein Bestseller seiner Zeit, eine Schrift, die von Propheten, Gelehrten und einfachen Gläubigen gelesen und zutiefst verehrt wurde. Es bot Antworten auf die drängendsten Fragen der Menschheit. Woher kommt das Böse? Was ist das Schicksal der Seele nach dem Tod? Wie ist das Universum aufgebaut? Und welche Rolle spielen die geheimnisvollen Engel im göttlichen Plan? Das Henoch-Buch ist eine Reise in den Himmel und die Hölle, eine kosmische Tour durch die Geheimnisse der Schöpfung, geführt von einem Mann, der der Bibel nach so gerecht war, dass Gott ihn zu sich nahm, ohne dass er den Tod schmecken musste. Doch warum verschwand dieses einst so einflussreiche Werk aus dem westlichen Bewusstsein? Warum wurde es aus dem biblischen Kanon der meisten Konfessionen ausgeschlossen? Seine Geschichte ist ebenso faszinierend wie sein Inhalt. Eine Geschichte von Verlust, Wiederentdeckung und der anhaltenden Macht von Ideen, die sich weigern, vergessen zu werden. Begleiten Sie mich auf eine Reise in diese verlorene Welt, während wir die Seiten eines Buches aufschlagen, das nicht hätte überleben sollen und dennoch heute lauter zu uns spricht als je zuvor. Um das Henoch-Buch zu verstehen, müssen wir zuerst den Mann verstehen, dessen Namen es trägt. Doch hier stoßen wir auf das erste große Mysterium. In der gesamten hebräischen Bibel, im Buch Genesis, finden wir nur eine Handvoll Verse, die ihm gewidmet sind. Er erscheint in der langen Genealogie zwischen Adam und Noah, ein Name in einer Kette von Patriarchen, die Hunderte von Jahren lebten. Doch inmitten dieser Liste von Geburten und Toden sticht Henochs Eintrag scharf hervor. Im 5. Kapitel der Genesis, Vers 24, lesen wir die kryptischen und unvergesslichen Worte. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Was bedeutet das? Jeder andere Patriarch in dieser Liste starb.
Der Text ist hier explizit. Doch bei Henoch wird eine andere Formulierung gewählt. Er starb nicht, er wurde hinweggenommen und er wandelte mit Gott. Diese kurze, aber tiefgründige Beschreibung zündete die Fantasie antiker Denker an. Sie war ein Funke in der Dunkelheit, der unzählige Fragen aufwarf. Was bedeutete es, mit Gott zu wandeln, in einer so intimen Weise, dass man dem universellen Schicksal des Todes entging? Wohin hatte Gott ihn gebracht? Und vor allem, was hatte er dort gesehen und gelernt? Diese Leerstelle in der biblischen Erzählung war eine Einladung. Sie schuf einen Raum, den Generationen von Schreibern und Theologen mit Visionen und Offenbarungen füllten. Henoch wurde zur idealen Figur für einen Überbringer göttlicher Geheimnisse. Da er nicht gestorben war, konnte er als der ultimative Reisende zwischen den Welten dargestellt werden. Ein Mensch, der die himmlischen Sphären betreten, mit Engeln gesprochen und direkt vor dem Thron Gottes gestanden hatte. Er wurde zum Prototyp des Mystikers, des Sehers, dem die verborgenen Mechanismen des Universums offenbart wurden. Die Autoren, die in seinem Namen schrieben, beanspruchten nicht, Henoch zu sein, sondern vielmehr, seine Visionen zu überliefern, die er für zukünftige Generationen aufgezeichnet hatte. So wurde aus einer kurzen, rätselhaften Notiz in der Genesis ein ganzes literarisches Universum, eine Bibliothek himmlischer Weisheit, die alle dem Mann zugeschrieben wurde, der so nah bei Gott war, dass die Erde ihn nicht länger halten konnte. Jahrhundertelang war das Henoch-Buch im Westen eine Legende, ein Phantom. Frühe Kirchenväter wie Tertullian und Origenes zitierten es, aber das Wissen um den vollständigen Text ging verloren. Er überlebte nur an einem einzigen Ort, in der alten liturgischen Sprache der äthiopisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche, die es als integralen Bestandteil ihres biblischen Kanons bewahrte. Erst im späten 18. Jahrhundert brachten europäische Entdecker Manuskripte aus Äthiopien zurück, die dem Westen einen ersten, vollständigen Blick auf dieses vergessene Meisterwerk ermöglichten. Doch die akademische Welt blieb skeptisch. Viele Gelehrte vermuteten, dass es sich um eine spätere, christliche Schöpfung handeln müsse, die lediglich auf jüdischen Legenden basierte. Die wahre Sensation, der unumstößliche Beweis für das hohe Alter und die jüdischen Wurzeln des Buches, lag jedoch verborgen in den Höhlen der judäischen Wüste und wartete auf seine Entdeckung. Im Jahr 1947 stieß ein Beduinenhirte in einer Höhle nahe der Siedlung Qumran am Toten Meer auf Tonkrüge, die antike Schriftrollen enthielten. Diese Entdeckung, die als eine der größten archäologischen Sensationen des 20. Jahrhunderts gilt, brachte die Bibliothek einer jüdischen Sekte aus der Zeit des Zweiten Tempels ans Licht, die Schriftrollen vom Toten Meer. In den folgenden Jahren wurden in insgesamt 11 Höhlen Tausende von Manuskriptfragmenten gefunden. Und unter diesen unschätzbaren Texten befanden sich auch Teile des Henoch-Buchs. Nicht in Äthiopisch, nicht in Griechisch, sondern in seiner ursprünglichen Sprache, Aramäisch. Die Fragmente aus den Höhlen von Qumran waren eine Offenbarung. Sie bewiesen zweifelsfrei, dass das Henoch-Buch bereits Jahrhunderte vor der Geburt Jesu existierte und in jüdischen Kreisen Palästinas weit verbreitet und hoch angesehen war. Es war kein Randphänomen, sondern ein zentraler Text für viele Gemeinschaften. Die Qumran-Gemeinschaft besaß mehrere Kopien, was auf seine Bedeutung hindeutet. Diese verwitterten, zerbrechlichen Stücke Pergament waren die physische Brücke in die Vergangenheit. Sie bestätigten, dass die Geschichten von gefallenen Engeln, himmlischen Reisen und apokalyptischen Visionen
nicht das Produkt späterer Fantasie waren, sondern tief in der spirituellen Landschaft verwurzelt waren, aus der das Christentum selbst hervorgehen sollte. Die Wüste hatte ihr Geheimnis preisgegeben und dem Echo einer verlorenen Stimme wieder eine greifbare Form verliehen. Der vielleicht bekannteste und dramatischste Teil des Henoch-Buchs ist die Erzählung von den Wächtern. Diese Geschichte ist eine gewaltige Ausarbeitung eines weiteren rätselhaften Abschnitts im Buch Genesis, Kapitel 6, das von den Söhnen Gottes spricht, die die Töchter der Menschen heirateten und mit ihnen Kinder zeugten, die Nephilim genannt wurden. Während die Genesis hier nur andeutet, entfaltet das Henoch-Buch ein episches, kosmisches Drama. Es beginnt im Himmel, wo eine Gruppe von 200 Engeln, die als Wächter bezeichnet werden, die Aufgabe hat, über die junge Menschheit zu wachen. Doch anstatt ihre Pflicht zu erfüllen, werden sie von der Schönheit der menschlichen Frauen verführt. Unter der Führung ihres Anführers Semjasa schwören sie einen gemeinsamen Eid, auf dem Berg Hermon ihren himmlischen Posten zu verlassen und sich Frauen auf der Erde zu nehmen. Dieser Akt ist nicht nur eine Übertretung einer göttlichen Anordnung, es ist ein fundamentaler Bruch der kosmischen Ordnung. Die Wächter steigen zur Erde herab, heiraten die Frauen, die sie begehren, und lehren die Menschheit verbotenes Wissen. Azazel, einer ihrer Anführer, unterrichtet die Menschen in der Herstellung von Schwertern, Schilden und Metallurgie, den Künsten des Krieges. Andere lehren Zauberei, Astrologie, die Herstellung von Kosmetika und andere Kenntnisse, die für die Menschheit nicht bestimmt waren. Aus der Vereinigung dieser gefallenen Engel mit sterblichen Frauen entstehen die Nephilim, eine Rasse von gewalttätigen Riesen. Diese Wesen sind unersättlich. Sie verschlingen alle Ressourcen der Menschen und wenden sich schließlich gegen die Menschheit selbst, um sie zu verzehren. Die Erde füllt sich mit Blutvergießen, Ungerechtigkeit und Chaos. Die Schreie der gequälten Menschheit steigen zum Himmel auf und erreichen die Ohren der Erzengel Michael, Gabriel, Raphael und Uriel. Diese himmlische Rebellion der Wächter liefert eine tiefgreifende Erklärung für den Ursprung des Bösen in der Welt. Das Böse ist hier kein abstraktes Prinzip und auch nicht allein das Ergebnis menschlicher Sünde. Es ist eine konkrete Kontamination, ein verbotenes Wissen, das von abtrünnigen himmlischen Wesen in die Schöpfung eingebracht wurde. Diese Erzählung prägte das Denken über Dämonologie und den Ursprung des Leidens für Jahrhunderte und legte den Grundstein für die apokalyptische Erwartung eines göttlichen Eingreifens, das die Erde von dieser tiefen Verderbnis reinigen würde. In den Schatten der vorsintflutlichen Welt, so erzählt es das Henoch-Buch, wandelten Wesen von unvorstellbarer Größe und Macht, die Nephilim, gezeugt aus der unheiligen Verbindung der gefallenen Wächterengel mit den Töchtern der Menschen. Waren sie eine Anomalie, eine Störung der göttlichen Ordnung? Der Text beschreibt sie mit einer fast greifbaren Abscheu. Ihre Körper waren von gewaltigem Wuchs, ihr Appetit unersättlich. Sie verschlangen die Erträge der menschlichen Arbeit, dann die Tiere und schließlich, in einem Akt ultimativer Verderbtheit, begannen sie, sich gegenseitig und die Menschen selbst zu verzehren. Das Land ächzte unter ihrer Last und das Blut der Unschuldigen schrie zum Himmel. Doch wie sollen wir diese Erzählung heute verstehen? Ist sie ein wörtlicher Bericht über eine Rasse von Giganten? Oder verbirgt sich dahinter eine tiefere, metaphorische Wahrheit?
Viele Kulturen der Antike kennen ähnliche Mythen. Die griechischen Titanen, die nordischen Jötunen, sie alle verkörpern chaotische, ursprüngliche Kräfte, die die geordnete Welt der Götter und Menschen bedrohen. In diesem Licht könnten die Nephilim eine Personifikation der zügellosen Macht und der brutalen Tyrannei sein. Vielleicht stehen sie symbolisch für die ersten gewalttätigen Könige und Kriegsherren der Bronzezeit, deren Herrschaft auf Ausbeutung und Blutvergießen gründete. Sie wären dann keine biologischen, sondern soziale Riesen, eine Metapher für eine Gesellschaft, die aus den Fugen geraten ist. Es gibt auch eine dritte Möglichkeit, die wir als Historiker vorsichtig in Betracht ziehen müssen. Die der kulturellen Erinnerung. Könnte die Geschichte der Nephilim eine stark verzerrte und mythologisierte Erinnerung an eine Begegnung mit einer anderen Menschenform sein? Vielleicht an die letzten Neandertaler, die in den Augen des frühen Homo sapiens größer und kräftiger erschienen? Dies ist reine Spekulation, doch sie erinnert uns daran, dass Mythen oft einen Kern historischer Erfahrung enthalten, auch wenn er über Jahrtausende von erzählerischen Schichten umhüllt wurde. Das Henoch-Buch zwingt uns, die Grenzen zwischen Mythos, Metapher und möglicher Erinnerung auszuloten und die tiefen Ängste einer antiken Kultur vor Chaos und unkontrollierbarer Macht zu ergründen. Die Sünde der Wächterengel war nicht allein ihre fleischliche Begierde. Das Henoch-Buch beschreibt einen zweiten, vielleicht noch folgenschwereren Verrat. Die Weitergabe von verbotenem, himmlischem Wissen an die Menschheit. Jeder der Anführer der gefallenen Engel brachte eine spezifische Kunst oder Wissenschaft auf die Erde, die für die Sterblichen nicht bestimmt war. Azazel, einer der prominentesten, lehrte die Menschen die Metallurgie, die Kunst, Schwerter, Messer, Schilde und Brustpanzer zu schmieden. Er lehrte sie auch die Herstellung von Schmuck und die Verwendung von Schminke, was zu Eitelkeit und Verführung führte. Andere Engel unterrichteten die Menschen in Zauberei, Beschwörungsformeln, Astrologie und dem Deuten von Zeichen. Dies ist eine faszinierende und zutiefst pessimistische Sicht auf den Ursprung der menschlichen Zivilisation. Anders als im griechischen Mythos des Prometheus, wo das gestohlene Feuer ein Segen ist, der die Menschheit aus der Dunkelheit hebt, ist das Wissen im Henoch-Buch ein vergiftetes Geschenk. Es ist die Wurzel allen Übels. Die Metallurgie führt nicht zu Fortschritt, sondern direkt zu Krieg und Gewalt. Kosmetik führt nicht zu Schönheit, sondern zu sexueller Unmoral. Das Wissen über die Sterne führt nicht zu Weisheit, sondern zu Aberglauben und einer Abkehr von Gott. Diese Erzählung spiegelt eine tiefe kulturelle Angst wider, die in vielen Gesellschaften zu finden ist. Die Furcht, dass technologischer und sozialer Fortschritt unweigerlich mit einem moralischen und spirituellen Verfall einhergeht. Die Künste der Zivilisation sind hier keine Errungenschaften des menschlichen Geistes, sondern eine Kontamination von außen, eine Störung des natürlichen, von Gott gewollten Zustands. Das Henoch-Buch bietet damit eine alternative Theodizee, eine Erklärung für das Böse in der Welt. Das Übel entspringt nicht primär einer menschlichen Entscheidung, wie dem Sündenfall Adams und Evas, sondern einem Eingriff aus einer höheren Sphäre. Die Menschheit ist hier weniger Täter als Opfer, verführt und korrumpiert durch Kräfte, die sie nicht verstehen konnte. Dieses gestohlene Feuer entzündete nicht das Licht der Erkenntnis, sondern den Flächenbrand der Zerstörung, der unaufhaltsam auf die große Flut zusteuerte. Nachdem Henoch
Zeuge der Verderbtheit auf der Erde geworden war, wurde er selbst auf eine Reise von kosmischem Ausmaß mitgenommen. Von Engeln wie Uriel und Raphael geführt, durchquerte er die verschiedenen Ebenen des Himmels. Diese Passagen des Buches gewähren uns einen seltenen Einblick in die antike jüdische Kosmologie, eine Vorstellung des Universums, die Welten von unserem modernen, heliozentrischen Modell entfernt ist. Das Universum des Henoch-Buchs ist geozentrisch und hierarchisch geordnet. Die Erde ist eine flache Scheibe, über die sich das Firmament wie eine feste Kuppel wölbt. Doch darüber liegt nicht einfach ein leerer Raum, sondern eine Reihe von Himmeln, meist 7 an der Zahl, die wie Stockwerke eines gewaltigen Gebäudes übereinander angeordnet sind. Jeder dieser Himmel hat eine spezifische Funktion und eigene Bewohner. In den unteren Himmeln, so beschreibt es Henoch, befinden sich die Schatzkammern für Schnee, Tau, Nebel und Regen. Hier werden die meteorologischen Phänomene verwaltet, die für das Leben auf der Erde so entscheidend sind. In einem anderen Himmel sieht er die Bahnen von Sonne, Mond und Sternen, die von Engeln auf ihren täglichen und jährlichen Reisen durch das Firmament gelenkt werden. Ihre Bewegungen sind kein Zufall, sondern Teil einer göttlich verordneten, präzisen Choreografie. Je höher Henoch aufsteigt, desto heiliger und ehrfurchtgebietender wird die Szenerie. Er sieht die Aufenthaltsorte der treuen Engel, die in ewigem Lobpreis dienen. Aber er sieht auch die Gefängnisse der gefallenen Wächter und der Sterne, die vom rechten Weg abgewichen sind. Eine düstere Erinnerung an die Konsequenzen der Rebellion. Diese Vorstellung von gestapelten Himmeln war im antiken Denken weit verbreitet und findet sich in Variationen auch in mesopotamischen, ägyptischen und später gnostischen und islamischen Traditionen. Es ist der Versuch, die Welt zu ordnen, dem Sichtbaren und Unsichtbaren einen Platz zuzuweisen. Für die Autoren des Henoch-Buchs war dies keine bloße Allegorie, sondern eine buchstäbliche Landkarte der Realität. Ein Bauplan des Kosmos, dessen Geheimnisse nur einem Auserwählten wie Henoch offenbart wurden. Einer der bemerkenswertesten und historisch bedeutsamsten Abschnitte des Henoch-Buchs ist das sogenannte Astronomische Buch. Hier entfaltet der Text eine erstaunliche Komplexität und legt ein vollständiges Kalendersystem dar, das auf präzisen Beobachtungen der Sonne und der Sterne beruht. Dieses System steht im scharfen Kontrast zum offiziellen Mondkalender, der zur Zeit des Zweiten Tempels in Jerusalem verwendet wurde. Der Kalender Henochs ist ein reiner Solarkalender. Er besteht aus einem Jahr von exakt 364 Tagen. Diese Zahl ist kein Zufall, sondern mathematisch elegant. 364 ist durch 7 teilbar und ergibt genau 52 Wochen. Das Jahr ist in 4 Quartale zu je 91 Tagen unterteilt, was wiederum 13 Wochen entspricht. Jedes Quartal besteht aus 3 Monaten, von denen die ersten beiden 30 Tage und der dritte 31 Tage hat. Diese Struktur hatte eine immense theologische Bedeutung. Ein Jahr von 52 Wochen bedeutete, dass Feste und Sabbate jedes Jahr auf denselben Wochentag fielen. Dies schuf eine ewige, unveränderliche Ordnung im Rhythmus der Zeit, die nach Ansicht der Autoren dem göttlichen Willen entsprach. Für die Gemeinschaft, die das Henoch-Buch hervorbrachte, wahrscheinlich eine priesterliche Oppositionsgruppe, war der in Jerusalem verwendete Mondkalender eine Verfälschung, eine menschliche Erfindung, die den heiligen Rhythmus störte. Ein Mondjahr hat etwa 354 Tage und muss regelmäßig durch Schaltmonate an das Sonnenjahr angepasst werden. Diese Anpassungen erschienen der henochischen Gruppe als willkürlich und unrein,
Ihr Kalender hingegen war perfekt, ewig und direkt von den Engeln offenbart. Dieser Kalenderstreit war kein triviales akademisches Geplänkel. Es ging um die Frage, wie man Gott richtig dient. Die korrekte Einhaltung der Festtage zur von Gott bestimmten Zeit war von zentraler Heilsbedeutung. Wer dem falschen Kalender folgte, beging in den Augen der Henoch-Anhänger permanenten Götzendienst. Das astronomische Buch ist somit mehr als nur ein antikes wissenschaftliches Dokument. Es ist eine theologische Streitschrift, ein Manifest einer Gruppe, die glaubte, das wahre, ursprüngliche Wissen über die göttliche Ordnung der Zeit bewahrt zu haben. Lange bevor Johannes auf der Insel Patmos seine Offenbarung niederschrieb, wanderte Henoch in seinen Visionen durch die Korridore der Zeit und sah das Ende der Tage. Das Henoch-Buch ist nicht nur eine Sammlung von Mythen über gefallene Engel. Es ist einer der frühesten und umfassendsten Entwürfe der apokalyptischen Literatur. Ein Genre, das Trost und Hoffnung in Zeiten der Unterdrückung spenden sollte. In diesen Schriften wird eine tiefgreifende kosmische Ordnung offenbart, in der das gegenwärtige Leid nur eine vorübergehende Phase in einem viel größeren göttlichen Plan ist. Henochs Reisen führen ihn zu dem Ort des endgültigen Gerichts. Er sieht die feurigen Abgründe, die für die gefallenen Wächter und ihre menschlichen Verbündeten vorbereitet sind. Er bezeugt, wie die Könige und Mächtigen der Erde, die die Gerechten unterdrückt haben, vor dem Thron des Gerichts zittern und um Gnade flehen, die ihnen nicht gewährt wird. Dies ist keine willkürliche Bestrafung. Es ist die Wiederherstellung des Gleichgewichts, eine kosmische Justiz, die sicherstellt, dass kein Unrecht ungesühnt und keine Rechtschaffenheit unbelohnt bleibt. Die Bildsprache ist kraftvoll und prägend. Bücher werden geöffnet, in denen alle Taten der Menschen verzeichnet sind. Engel fungieren als Vollstrecker des göttlichen Willens. Die Erde selbst wird gereinigt und für die Gerechten erneuert, die in einem Zustand ewigen Friedens und Lichts leben werden. Wenn wir diese Passagen lesen, erkennen wir die Blaupause für viele spätere apokalyptische Texte, einschließlich des Buches Daniel und der Offenbarung des Johannes. Die Konzepte eines festgelegten Endgerichts, der Auferstehung der Toten zur Rechenschaft, der Bestrafung der Gottlosen in einem Feuersee und der Belohnung der Gläubigen in einem neuen Himmel und einer neuen Erde, all diese zentralen Themen finden sich bereits in erstaunlicher Detailtiefe im Henoch-Buch. Es lehrt uns, dass die Hoffnung auf ein endgültiges Gericht und eine gerechte Weltordnung tief in der spirituellen Vorstellungskraft des Judentums, des Zweiten Tempels, verwurzelt war, lange bevor das Christentum diese Ideen aufgriff und neu interpretierte. In den sogenannten Bildreden oder Gleichnissen Henochs, dem zweiten Hauptteil des Buches, begegnen wir einer der theologisch faszinierendsten und historisch bedeutsamsten Figuren der gesamten antiken jüdischen Literatur. Es ist eine Gestalt von überirdischer Autorität und Majestät, die mit verschiedenen Titeln bezeichnet wird: der Gerechte, der Auserwählte und, am bemerkenswertesten, der Menschensohn. Diese Figur ist kein gewöhnlicher Mensch. Henoch beschreibt ihn als ein präexistentes Wesen, dessen Name schon vor der Erschaffung der Sonne und der Gestirne vor dem Herrn der Geister genannt wurde. Er ist im Himmel verborgen, eine Art göttliches Geheimnis, das erst am Ende der Zeit offenbart werden soll. Seine Mission ist es, als der endgültige Richter zu fungieren. Vor seinem Thron werden die Könige und die Mächtigen der Erde fallen.
er wird die Geheimgesellschaften der Sünder entlarven und ihre Macht brechen. Doch er ist nicht nur eine Gestalt des Gerichts, sondern auch der Erlösung. Er ist ein Stab für die Gerechten, an den sie sich lehnen können, und ein Licht für die Völker. Seine Herrschaft wird ewig sein, und in seiner Gegenwart werden die Gerechten für immer wohnen. Die Parallelen zu den Evangelien des Neuen Testaments sind unübersehbar und tiefgreifend. Jesus von Nazareth bezeichnet sich selbst wiederholt als den Menschensohn. Wenn er davon spricht, dass der Menschensohn kommen wird, auf den Wolken des Himmels, mit großer Macht und Herrlichkeit, um die Welt zu richten, dann greift er auf eine Bildsprache und ein theologisches Konzept zurück, das seinem Publikum aus den Henoch-Schriften bereits vertraut war. Das Henoch-Buch liefert uns somit einen entscheidenden Kontext zum Verständnis der Selbstbezeichnung Jesu. Es zeigt, dass die Idee eines himmlischen, messianischen Erlösers und Richters nicht erst mit dem Christentum entstand, sondern bereits im Judentum des zweiten Tempels zirkulierte. Der Menschensohn Henochs ist das fehlende Bindeglied zwischen der eher irdischen Messias-Erwartung des Alten Testaments und der hochentwickelten Christologie der Evangelien. Nach der Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 nach Christus stand das Judentum vor einer monumentalen Aufgabe der Neudefinition und Konsolidierung. In diesem Prozess, der zur Entstehung des rabbinischen Judentums führte, wurde der hebräische Bibelkanon endgültig festgelegt. Das Henoch-Buch, trotz seiner einstigen Popularität, fand keinen Eingang. Die Gründe dafür sind komplex und Gegenstand akademischer Debatten. Möglicherweise war seine Theologie zu radikal, seine Betonung von Engeln und Dämonen zu ausgeprägt oder seine Popularität bei verschiedenen frühchristlichen und gnostischen Gruppen machte es für die Rabbinen suspekt. Doch das Verschwinden aus dem Kanon bedeutete nicht das Verschwinden seiner Ideen. Wie ein unterirdischer Fluss tauchten henochische Konzepte an anderer Stelle wieder auf, oft in veränderter Form. Die deutlichste Spur finden wir in der mystischen Literatur des Judentums, insbesondere in den Debatten um die Gestalt des Metatron. Im Talmud und späteren mystischen Texten wird Metatron als ein außergewöhnlicher Erzengel beschrieben, der höchste in der himmlischen Hierarchie, der als himmlischer Schreiber fungiert und sogar den Beinamen der kleine trägt. Faszinierenderweise identifizieren einige rabbinische Traditionen diesen Metatron explizit mit dem menschlichen Henoch, der bei seiner Himmelfahrt in dieses feurige Engelswesen verwandelt wurde. Hier sehen wir, wie die beeindruckende Figur des in den Himmel entrückten Patriarchen in das rabbinische Denken integriert wurde. Anstatt ihn als unabhängigen Offenbarungsträger zu akzeptieren, wurde er zu einem Diener Gottes in der himmlischen Bürokratie umgedeutet. Diese Transformation zeigt den ambivalenten Umgang mit dem Erbe Henochs. Einerseits wurde die Autorität seines Buches abgelehnt, andererseits konnte man die Faszination seiner Figur nicht gänzlich auslöschen. Die Legenden von Henoch Metatron zeugen von dem anhaltenden Ringen um die Grenzen zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen und beweisen, dass die Ideen des verlorenen Buches weiterhin im kollektiven, spirituellen Bewusstsein des Judentums nachwirkten, auch wenn sie nun unter einem anderen Namen und in einem neuen theologischen Rahmen erschienen. Während das rabbinische Judentum das Henoch-Buch letztlich ablehnte, genoss es in den frühesten christlichen Gemeinden ein bemerkenswert hohes Ansehen. Die Autoren des Neuen Testaments lebten in derselben geistigen Welt
wie die Verfasser der Henoch-Schriften. Sie atmeten dieselbe theologische Luft und teilten viele der apokalyptischen Erwartungen. Der unbestreitbarste Beweis für die Wertschätzung Henochs findet sich in einem der kürzesten Bücher des Neuen Testaments, dem Judasbrief. In den Versen 14 und 15 zitiert der Autor direkt aus dem ersten Kapitel des Henoch-Buchs, um seine Gegner vor dem kommenden Gericht zu warnen. Er schreibt: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen vieltausend Heiligen, um Gericht zu halten über alle. Dies ist keine vage Anspielung, sondern ein fast wörtliches Zitat aus Henoch 1, Vers 9. Bemerkenswerterweise führt Judas diese Prophezeiung mit den Worten ein: Es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der siebte von Adam an. Damit verleiht er dem Buch nicht nur Autorität, sondern schreibt es auch explizit dem antiken Patriarchen zu. Er behandelt es als Heilige Schrift. Der Einfluss beschränkt sich jedoch nicht auf dieses eine Zitat. Der zweite Petrusbrief, der inhaltlich eng mit dem Judasbrief verwandt ist, spricht von Engeln, die gesündigt haben und in Ketten der Finsternis in den Abgrund gestoßen wurden, um für das Gericht aufbewahrt zu werden. Dies ist eine klare und unverkennbare Zusammenfassung der zentralen Erzählung des Henoch-Buchs über das Schicksal der gefallenen Wächter. Ohne die Kenntnis des Henoch-Buchs bleibt diese Passage im zweiten Petrusbrief fast unverständlich. Diese Referenzen zeigen uns, dass die Apostel und die ersten Generationen von Christen das Henoch-Buch nicht nur kannten, sondern es als eine legitime Quelle der Offenbarung und der prophetischen Wahrheit betrachteten. Es diente ihnen als ein theologisches Reservoir, aus dem sie schöpften, um die kosmische Bedeutung des Kommens Jesu zu erklären und die Gewissheit des endgültigen Gerichts zu untermauern. Das Buch, das später aus der Bibel verschwinden sollte, war für die Autoren der Bibel selbst eine Quelle der Inspiration und Autorität. Das Verschwinden des Henoch-Buchs aus dem biblischen Kanon der meisten christlichen und jüdischen Traditionen war kein plötzlicher Akt, kein einzelner Erlass, der es über Nacht aus den Heiligen Schriften verbannte. Es war vielmehr ein langer, schleichender Prozess, ein allmähliches Verblassen seiner Autorität, das sich über mehrere Jahrhunderte erstreckte. In den ersten Jahrhunderten nach Christus war der Text, wie wir gesehen haben, weithin bekannt und wurde von vielen frühen Kirchenvätern wie Tertullian und Clemens von Alexandria hochgeschätzt und zitiert. Doch mit der Zeit begannen sich theologische Strömungen zu verschieben. Das Christentum entwickelte sich von einer verfolgten apokalyptischen Sekte zu einer etablierten Institution innerhalb des Römischen Reiches. Mit dieser Entwicklung ging ein Bedürfnis nach Ordnung, Klarheit und einer gefestigten, weniger spekulativen Theologie einher. Genau hier begannen die Probleme für das Henoch-Buch. Seine ausführliche und komplexe Dämonologie, die den Ursprung des Bösen primär auf den Fall der Engel und ihre Nachkommen zurückführte, stand in Konkurrenz zu der sich entwickelnden Lehre von der menschlichen Erbsünde und dem freien Willen, wie sie später von Augustinus formuliert wurde. Die Vorstellung, dass kosmische Mächte so direkt in das menschliche Schicksal eingriffen, schien die moralische Verantwortung des Einzelnen zu untergraben. Zudem wirkte seine detaillierte Kosmologie mit den vielen Himmeln, den himmlischen Tafeln und dem festgelegten Lauf der Gestirne für spätere Theologen zunehmend fremdartig und zu deterministisch. Es passte nicht mehr in das sauberere, philosophisch stärker durchdrungene Weltbild, das sich im griechisch-römischen Kontext herausbildete. Führende Theologen wie Hieronymus, der die lateinische Vulgata-Bibel übersetzte,
und Augustinus äußerten Bedenken oder lehnten das Buch schlichtweg ab. Sie klassifizierten es als Apokryph, ein Wort, das ursprünglich verborgen bedeutete, aber zunehmend die Bedeutung von unecht oder nicht inspiriert annahm. Das Buch, das einst als Quelle tiefer Offenbarungen galt, wurde nun mit gnostischen und anderen als heretisch angesehenen Gruppen in Verbindung gebracht, was seinen Ruf weiter schädigte. Es war ein leiser Abschied, ein Weg ins theologische Exil, getrieben von dem Wunsch nach einer einheitlichen und kontrollierbaren Lehre. Um das Exil des Henoch-Buchs zu verstehen, müssen wir uns einem entscheidenden Wendepunkt in der Kirchengeschichte zuwenden, dem Prozess der Kanonisierung. Das Wort Kanon stammt aus dem Griechischen und bedeutet Maßstab oder Regel. Es bezeichnet die offizielle Liste der Bücher, die als göttlich inspiriert und autoritativ für den Glauben gelten. Dieser Prozess war nicht über Nacht abgeschlossen, sondern das Ergebnis jahrhundertelanger Debatten. Ein wichtiger, wenn auch oft missverstandener Meilenstein auf diesem Weg war das Konzil von Laodicea, das um das Jahr 363 in Kleinasien stattfand. Es war keine weltweite ökumenische Versammlung wie das Konzil von Nikäa, sondern eine regionale Synode. Dennoch waren ihre Beschlüsse von weitreichender Bedeutung. In den Kanones, den Regelungen dieses Konzils, finden wir eine Liste der Bücher, die in der Kirche öffentlich verlesen werden dürfen. Der berühmte Kanon 60, dessen Authentizität von einigen Gelehrten angezweifelt, aber von vielen akzeptiert wird, zählt die Bücher des Alten und Neuen Testaments auf, so wie wir sie heute in den meisten Bibeln finden. Das Buch Henoch fehlt auf dieser Liste. Dies war keine willkürliche Entscheidung, sondern die formale Bestätigung eines Trends, der sich bereits abzeichnete. Die versammelten Bischöfe trafen ihre Wahl auf der Grundlage von 3 Hauptkriterien: Apostolizität, Orthodoxie und Katholizität. Das Henoch-Buch scheiterte an mehreren dieser Hürden. Seine Autorschaft war unklar, seine Theologie, wie wir sahen, wurde als problematisch empfunden und seine Verwendung war bereits im Schwinden begriffen. Laodicea war also nicht der Henker des Buches, sondern eher der Gerichtsmediziner, der einen bereits eingetretenen Tod feststellte. Spätere, bedeutendere Konzilien, wie die von Hippo und Karthago im späten 4. Jahrhundert, würden diese Listen bestätigen und damit den Kanon für die westliche Kirche weitgehend zementieren. Für das Henoch-Buch war das Urteil gefällt. Es wurde offiziell aus dem Heiligen Kreis ausgeschlossen und war fortan dazu verdammt, in den Schatten der Apokryphen zu existieren. Ein Echo einer vergangenen, visionäreren Zeit. Während das Buch Henoch im römischen und byzantinischen Christentum langsam in Vergessenheit geriet und im rabbinischen Judentum aktiv unterdrückt wurde, gab es einen Ort auf der Welt, an dem sein Licht nie erlosch. Ein Ort, an dem es nicht als apokryph oder ketzerisch galt, sondern als heiliges, inspiriertes Wort Gottes bewahrt wurde: das alte christliche Königreich von Äthiopien. Die äthiopisch-orthodoxe Tewahedo-Kirche, eine der ältesten christlichen Kirchen der Welt, hat eine einzigartige Geschichte. Durch ihre geografische Lage am Horn von Afrika entwickelte sie sich in relativer Isolation von den theologischen Machtkämpfen, die das Christentum im Römischen Reich prägten. Sie war nicht direkt von den Entscheidungen der Konzilien von Laodicea oder Karthago betroffen. Infolgedessen bewahrte die äthiopische Kirche einen eigenen, älteren und umfassenderen biblischen Kanon. In diesem Kanon hatte das Buch Henoch, bekannt als Metz-Hafe Henok, immer seinen festen und unangefochtenen Platz.
Für äthiopische Christen war es nie ein verlorener Text. Es war ein integraler Bestandteil ihrer Heiligen Schrift, der über die Jahrhunderte hinweg in der alten liturgischen Sprache Ge'ez sorgfältig kopiert und weitergegeben wurde. Während europäische Gelehrte nur noch über fragmentarische Zitate bei den Kirchenvätern verfügten, besaß die äthiopische Kirche die vollständige, ununterbrochene Überlieferung. Über 1000 Jahre lang war das vollständige Manuskript des Henoch-Buchs für die westliche Welt ein Mythos. Erst im späten 18. Jahrhundert brachte der schottische Entdecker James Bruce mehrere Exemplare von seiner Reise nach Äthiopien mit nach Europa. Diese Wiederentdeckung war eine Sensation. Sie ermöglichte es Gelehrten, den Text zum ersten Mal seit der Antike in seiner Gesamtheit zu studieren. Die äthiopischen Manuskripte öffneten ein Fenster in die reiche und vielfältige Welt des frühen Judentums und Christentums. Die stille Treue der äthiopischen Kirche ist ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, dass Geschichte nicht immer von den Siegern geschrieben wird. Manchmal wird sie in den stillen Klöstern eines fernen Landes bewahrt, geduldig wartend, bis die Welt wieder bereit ist, zuzuhören. Ohne diese ununterbrochene Tradition wäre unser Wissen über dieses faszinierende Werk heute nur ein Schatten seiner selbst. Um die tiefsten Wurzeln der Henoch-Tradition zu verstehen, müssen wir unsere Reise noch weiter in die Vergangenheit fortsetzen, über das antike Israel hinaus, in das Land zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris, nach Mesopotamien. Hier, in den Mythen der Sumerer, Akkader und Babylonier, finden wir erstaunliche Vorläufer der Themen, die das Henoch-Buch prägen. Lange bevor die Geschichte von Henoch aufgezeichnet wurde, erzählten die Mesopotamier von den Apkallu, 7 weisen, halbgöttlichen Wesen, die vor der großen Flut auf die Erde kamen. Ähnlich wie die Wächter im Henoch-Buch brachten sie der Menschheit grundlegende Kenntnisse der Zivilisation, der Handwerkskunst und des Schreibens. Im Gegensatz zu den gefallenen Engeln war ihre Rolle jedoch durchweg positiv von den Göttern sanktioniert. Die Parallele einer Gruppe übernatürlicher Wesen, die vor der Flut Wissen an die Menschen weitergeben, ist jedoch unübersehbar. Noch direkter ist der Vergleich mit einer Figur aus der sumerischen Königsliste. Enmen-Dur-Ana, der 7. König der vorsintflutlichen Stadt Sippar. Diese Position als 7. in der Reihe vor der Flut ist eine exakte Parallele zu Henoch, der in der Genealogie der Genesis ebenfalls der 7. Patriarch von Adam ist. Die Mythen erzählen, dass Enmen-Dur-Ana von den Göttern Shamash und Adad in den Himmel entrückt wurde. Dort wurde er in die göttlichen Geheimnisse eingeweiht, die Geheimnisse des Himmels und der Erde, die Kunst der Weissagung und die Kenntnis der himmlischen Tafeln. Nach seiner Rückkehr gründete er eine Priesterkaste, die dieses heilige Wissen von Generation zu Generation weitergab. Die Ähnlichkeiten sind zu präzise, um zufällig zu sein. Der 7. vorsintflutliche Held, die Himmelsreise, die Offenbarung göttlicher Geheimnisse und die Rolle als Übermittler dieses Wissens. Dies bedeutet nicht, dass die Geschichte von Henoch einfach eine Kopie ist. Vielmehr zeigt es, dass das Henoch-Buch Teil eines uralten, weit verbreiteten kulturellen Erbes im Nahen Osten ist. Die Idee eines auserwählten Menschen, der die Grenze zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen überschreitet, um verbotenes oder heiliges Wissen zu erlangen, ist ein tief verwurzelter Archetyp. Das Henoch-Buch nahm diese mesopotamischen Motive auf und interpretierte sie innerhalb seines eigenen jüdischen, monotheistischen Weltbildes neu
um die drängenden Fragen seiner eigenen Zeit zu beantworten. In unserer modernen, von Technologie geprägten Welt ist es vielleicht unvermeidlich, dass alte Texte durch eine ebenso moderne Linse neu interpretiert werden. Und kaum ein Text hat die Fantasie so sehr beflügelt wie das Henoch-Buch, insbesondere in den Kreisen der sogenannten Präastronautik oder Paläoseti-Theorie. Mit ruhiger akademischer Distanz wollen wir diesen faszinierenden, aber problematischen Interpretationsansatz betrachten. Die Erzählung von den Wächtern, die vom Himmel herabsteigen, um die Menschheit verbotenes Wissen zu lehren, Metallurgie, Waffenherstellung, Kosmetik, Astronomie, wird hier umgedeutet. Die Engel werden zu außerirdischen Besuchern, ihre himmlische Heimstatt zu einem fernen Planeten. Die verbotenen Künste sind demnach keine göttlichen Geheimnisse, sondern fortschrittliche Technologie, die einer primitiven Zivilisation geschenkt wurde. Die Nephilim, die riesenhaften Nachkommen der Wächter und Menschenfrauen, werden als hybride Spezies interpretiert, das Ergebnis eines genetischen Experiments. Henochs Himmelsreisen in feurigen Wagen werden zu Entführungen in Raumschiffen. Es ist eine verlockende Erzählung, denn sie scheint eine Brücke zu schlagen zwischen dem alten Mythos und der modernen Science-Fiction. Doch diese Lesart entfernt den Text vollständig aus seinem historischen und theologischen Kontext. Sie ignoriert die tiefen Wurzeln der Erzählung in der mesopotamischen Mythologie, die Auseinandersetzung mit der Theodizee-Frage und die komplexen Engel- und Dämonologien des zweiten Tempeljudentums. Die Autoren des Henoch-Buchs versuchten nicht, eine Begegnung mit Außerirdischen zu dokumentieren. Sie rangen mit fundamentalen Fragen über den Ursprung des Bösen, die Natur der Sünde und die Grenzen göttlichen und menschlichen Wissens. Die Wächter sind keine wohlwollenden Sternenlehrer. Sie sind die Quelle der Verderbnis, deren Handlungen die göttliche Ordnung stören und die Sintflut notwendig machen. Indem wir moderne Konzepte auf den Text projizieren, riskieren wir, seine eigentliche tiefgründige Botschaft zu überhören. Wir ersetzen ein echtes theologisches Mysterium durch ein modernes, pseudowissenschaftliches. Der wahre Wert des Textes liegt nicht in versteckten Hinweisen auf Raumschiffe, sondern in seinem Versuch, das Unerklärliche in der menschlichen Verfassung zu erklären. Lassen Sie uns nun von den modernen Spekulationen Abstand nehmen und uns dem philosophischen Kern des Henoch-Buchs zuwenden, einer seiner tiefsten und beunruhigendsten Dimensionen, der Frage nach dem Ursprung des Bösen. Jede Kultur, jede Religion ringt mit diesem Problem. Wenn es einen guten, allmächtigen Schöpfer gibt, woher kommt dann das Leid, die Gewalt, die Ungerechtigkeit in der Welt? Das Henoch-Buch bietet eine Antwort, die sich deutlich von der späteren, orthodoxeren Erzählung der Genesis unterscheidet. Während im Garten Eden der Sündenfall durch eine menschliche Entscheidung, die von Adam und Eva ausgelöst wird, verlagert Henoch den Schwerpunkt. Hier ist die Wurzel des tiefgreifenden, weltumspannenden Bösen nicht primär menschlichen Ursprungs. Sie ist ein kosmisches Ereignis, ein Akt der Rebellion im Himmel, der direkt auf die Erde übergreift. Die Wächter, göttliche Wesen, die zur Aufsicht über die Menschheit bestellt waren, begehen aus Lust und Stolz den ursprünglichen Verrat. Ihre Sünde ist zweifach. Sie verlassen ihren himmlischen Posten und sie bringen verbotenes Wissen auf die Erde, das die Menschheit korrumpiert und ins Verderben stürzt. Dies ist eine tiefgreifende theologische Aussage. Das Böse ist nicht nur die Abwesenheit des Guten,
oder eine Fehlentscheidung des Menschen. Es ist eine aktive, ansteckende Kraft, die von einer höheren Ebene in die menschliche Sphäre eindringt. Die Nephilim, ihre monströsen Nachkommen, sind die physische Manifestation dieser unheiligen Verbindung. Ihr unstillbarer Hunger und ihre Gewalt symbolisieren die zerstörerische Natur der Sünde, die, einmal entfesselt, die Schöpfung selbst zu verschlingen droht. Das Henoch-Buch entlastet die Menschheit damit nicht von ihrer eigenen Verantwortung, aber es rahmt ihre Sünden in einen größeren, kosmischen Konflikt ein. Wir sind nicht die alleinigen Urheber des Chaos, wir sind Akteure in einem Drama, das vor unserer Zeit begann. Diese Perspektive wirft ewige Fragen auf. Inwieweit sind wir Opfer äußerer Umstände und Versuchungen? Und wie groß ist der Raum für unsere eigene freie Entscheidung angesichts solch mächtiger, übernatürlicher Einflüsse? Das Buch gibt keine einfachen Antworten, aber es zwingt uns, über die komplexe und oft undurchsichtige Natur des Bösen nachzudenken. Für fast 1,5 Jahrtausende war das Henoch-Buch für die westliche Welt ein Phantom. Ein verlorener Text, der nur als Echo in den Schriften der frühen Kirchenväter wie Tertullian und Origenes überlebte. Man kannte seinen Namen, man wusste von seiner einstigen Bedeutung, aber der vollständige Text selbst war verschwunden, verdrängt im Prozess der Kanonbildung. Seine Wiederentdeckung ist eine Geschichte, die von Abenteuerlust und akademischer Beharrlichkeit zeugt. Die Reise beginnt im späten 18. Jahrhundert mit dem schottischen Entdecker James Bruce. Bruce, eine faszinierende und exzentrische Figur, war besessen von der Idee, die Quelle des Blauen Nils zu finden. Seine Reisen führten ihn tief in das damalige Abessinien, das heutige Äthiopien. Dort, in den alten, abgeschiedenen Klöstern der äthiopisch-orthodoxen Kirche, die das Buch nie aus ihrem biblischen Kanon entfernt hatte, stieß er auf das, was Gelehrte in Europa seit Jahrhunderten vergeblich suchten: vollständige Manuskripte des Henoch-Buchs in der alten Kirchensprache GS. Im Jahr 1773 kehrte Bruce nach Europa zurück, im Gepäck 3 Exemplare dieses unschätzbar wertvollen Textes. Zunächst stieß seine Entdeckung auf Skepsis. Viele Gelehrte konnten oder wollten nicht glauben, dass dieses legendäre apokryphe Werk tatsächlich wieder aufgetaucht war. Es bedurfte der geduldigen Arbeit des Theologen Richard Lawrence, der eines der Manuskripte in die Bodleian Library in Oxford brachte. Im Jahr 1821 veröffentlichte Lawrence die erste englische Übersetzung und öffnete damit die Tore für eine neue Ära der Henoch-Forschung. Die wahre Sensation folgte jedoch mehr als ein Jahrhundert später, Mitte des 20. Jahrhunderts. In den Höhlen von Qumran am Toten Meer entdeckten Beduinen die berühmten Schriftrollen. Unter den Tausenden von Fragmenten fanden sich auch Teile des Henoch-Buchs, geschrieben in seiner aramäischen Originalsprache. Diese Entdeckung war der endgültige Beweis. Sie bestätigte nicht nur das hohe Alter des Textes, das bis ins 3. Jahrhundert vor Christus zurückreicht, sondern auch seine jüdischen Wurzeln und seine Bedeutung für die Gemeinschaft von Qumran. Das Phantom war endgültig zur greifbaren Realität geworden. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise durch die geheimnisvollen Welten des Henoch-Buchs. Wir sind durch seine kosmischen Visionen gewandert, haben seine Engel und Dämonen kennengelernt und seine lange verschlungene Geschichte von Verehrung zu Ablehnung und Wiederentdeckung verfolgt. Was bleibt am Ende? Was ist die bleibende Botschaft dieses alten, rätselhaften Textes für uns im 21. Jahrhundert? Vielleicht liegt seine größte Kraft nicht in den Antworten, die es gibt, sondern in den Fragen, die es aufwirft.
und in dem tiefen menschlichen Bedürfnis, das es widerspiegelt. Das Henoch-Buch ist ein Zeugnis für unseren unstillbaren Durst nach Wissen, insbesondere nach verborgenem, esoterischem Wissen. Es verkörpert die Sehnsucht, hinter den Vorhang der sichtbaren Welt zu blicken und die Mechanismen des Kosmos, die Natur von Gut und Böse und den Plan Gottes zu verstehen. Henoch, der Mensch, der mit Gott wandelte und in die Himmel aufgenommen wurde, ist der archetypische Sucher, der Vermittler zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Unsere fortwährende Faszination für diesen Text zeigt, dass diese Sehnsucht auch heute noch tief in uns verwurzelt ist. In einer Welt, die zunehmend von wissenschaftlichem Rationalismus geprägt ist, bietet Henoch eine alternative, mythische Kosmologie, die Raum für Wunder, Mysterien und eine unsichtbare Realität lässt. Darüber hinaus ist das Buch ein kraftvolles literarisches Werk über Gerechtigkeit. Es ist durchdrungen von einem tiefen Zorn über die Ungerechtigkeit der Welt, die Unterdrückung der Armen durch die Reichen, die Korruption der Mächtigen. Henochs Visionen versprechen ein endgültiges Gericht, bei dem die Gottlosen bestraft und die Gerechten belohnt werden. Diese apokalyptische Hoffnung, dieser Glaube an eine letztendliche kosmische Gerechtigkeit, hat über die Jahrtausende hinweg unzähligen Menschen Trost und Kraft gespendet. Letztlich sollten wir das Henoch-Buch nicht als wörtlichen, historischen oder wissenschaftlichen Bericht lesen. Sein Wert liegt tiefer. Es ist ein Fenster in die Seele einer antiken Kultur, die mit denselben fundamentalen Fragen rang wie wir heute. Es ist ein Spiegel, der uns unsere eigenen Ängste vor dem Chaos, unsere Hoffnung auf Erlösung und unser unendliches Staunen über das Universum zeigt. Das bleibende Mysterium Henochs ist vielleicht das Mysterium des menschlichen Geistes selbst.